Die Kellnerin erstarrte, als sie ihr Kindheitsfoto an der Wand des Millionärs sah. Was danach geschah, wird dir den Atem rauben. Die Sonne verbarg sich langsam am Horizont, als Clara ihre Schürze richtete und tief durchatmete. Es war ein besonderer Abend, aber nicht für sie, sondern für die Gäste der High Society, die ein elegantes Fest in der prächtigen Villa genossen. Clara war nur eine Kellnerin, eine unsichtbare Gestalt zwischen Champagnergläsern und sanften Klaviermelodien. Doch an diesem Abend schien etwas anders zu sein. Als sie durch das imposante Eisentor ging, überkam Clara ein seltsames Gefühl der Vertrautheit, als wäre sie schon einmal hier gewesen. Mit dem Tablett in den Händen bewegte sie sich durch den majestätischen Saal, vorbei an funkelnden Kronleuchtern und kunstvollen Gemälden. Die Gäste lachten, genossen ihren Wein und führten angeregte Gespräche über Reisen, Kunst und Geschäfte. Clara war es gewohnt, übersehen zu werden. Doch in diesem Moment kreuzten sich ihre Blicke mit denen eines Mannes auf der anderen Seite des Saals, der sie mit einem Ausdruck des Erkennens ansah. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Sie wandte schnell den Blick ab und konzentrierte sich auf ihre Aufgaben, versuchte sich einzureden, dass es nur Einbildung war. Doch als sie an einem elegant dekorierten Tisch vorbeiging, fiel ihr Blick auf etwas, das ihr den Atem raubte. Zwischen den goldenen Rahmen, die die Geschichte dieser Familie zu erzählen schienen, hing ein schwarzer Rahmen mit einem Kindheitsfoto. Clara erstarrte, ihr Herz raste. Sie erkannte das Foto sofort. Es war sie selbst, etwa 5 Jahre alt, in einem roten Kleid mit weißen Knöpfen. Ein eisiger Schauer durchfuhr ihren Körper. Sie stand wie angewurzelt da, unfähig wegzusehen, denn ihr Foto hing in diesem fremden Anwesen. Ihre Hände krallten sich um das Tablett, während ihr Verstand nach einer logischen Erklärung suchte. Vielleicht war es nur ein Zufall. Vielleicht sah das Kind auf dem Foto ihr nur ähnlich. Doch je länger sie hinsah, desto sicherer war sie sich. Das war ihr Bild, festgehalten in einem Moment, an den sie sich nicht erinnern konnte. Noch bevor sie ihre Fassung zurückgewinnen konnte, machte sich Panik in ihr breit. Mit zitternden Händen stellte Clara das Tablett auf den Boden und näherte sich langsam der Fotowand. Die Bilder zeigten lächelnde Männer, offensichtlich Angehörige mehrerer Generationen derselben Familie. Sie erkannte niemanden auf den Fotos, aber ihr Gesicht war dort, für jeden sichtbar. Ein älterer Mann mit silbernem Haar und einem makellosen Anzug trat neben sie. Er folgte Claras Blick und sah sie dann neugierig an. »Ein faszinierendes Foto, nicht wahr?« sagte er mit ruhiger, sanfter Stimme. »Du siehst dem Mädchen auf dem Bild sehr ähnlich.« Clara drehte sich langsam zu ihm um. Ihre Kehle war wie ausgetrocknet und ihre Gedanken wirbelten durcheinander. »Das ist kein Zufall«, murmelte sie leise. »Das bin ich.« Die Augen des Mannes weiteten sich kurz, bevor er nachdenklich lächelte. »Interessant«, flüsterte er. »Vielleicht sollten wir reden.« Claras Beine drohten nachzugeben. Sie wollte antworten, doch zugleich überkam sie eine leise Angst. Sie wusste nicht, ob sie bereit war, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Ich muss weiterarbeiten«, antwortete sie hastig, drehte sich um und rannte in die Küche. Ihr Herz schlug wild. Sie stützte sich auf die kalte Marmorarbeitsplatte, um ihre Gedanken zu ordnen. Doch plötzlich bemerkte sie, dass sie nicht allein war. »Du solltest mit ihm reden«, sagte eine sanfte Stimme. Clara hob den Kopf. Es war der junge Mann, der sie zuvor mit diesem rätselhaften Blick beobachtet hatte. Er war groß, hatte dunkles Haar und strahlend blaue Augen, die eine seltsame Vertrautheit ausstrahlten. »Warum sollte ich?« fragte sie misstrauisch. Er lächelte leicht. »Weil ich dasselbe Gefühl hatte, als ich dich sah.« Eine Welle von Emotionen überkam sie. Wie konnte es sein, dass sie sich unter all diesen fremden Menschen so zugehörig fühlte? »Ich bin Eduardo«, stellte er sich vor. »Und du? Wer bist du wirklich?« Die Frage ließ sie erstarren. Wer war sie wirklich? Alles, was sie wusste, war, dass ihre Mutter nie über die Vergangenheit gesprochen hatte. Hatte sie ihr ganzes Leben in einer Lüge gelebt? Ich weiß es nicht«, gestand sie mit zitternder Stimme. »Aber ich habe das Gefühl, dass ich es heute herausfinden werde.« Eduardo nickte langsam.
Dann lass uns gemeinsam herausfinden, was dieses Haus mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Clara saß in der großen Bibliothek der Villa, beleuchtet vom sanften Kerzenschein. Der Brief ihres Großvaters lag vor ihr, aber die Worte schienen zu tanzen und verschwammen in ihrem Kopf. Sie wusste nicht, was sie mehr überraschte, die Entdeckung, dass sie eine Arnsberg war, oder Eduardos tiefer Blick, der bis in ihre Seele zu dringen schien. »Was fühlst du gerade?« fragte er leise. Seine Stimme hallte in der Stille wieder. Clara schloss kurz die Augen und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Ich bin wütend. Ich bin traurig. Ich bin verwirrt«, gab sie zu und holte tief Luft, bevor sie die Augen wieder öffnete. »Meine Mutter hat mich von hier weggebracht. Sie hat nie von meinem Großvater gesprochen, nie erwähnt, dass ich hier gelebt habe. Warum?« Johann, der schweigend zugehört hatte, räusperte sich, bevor er sprach. »Weil sie dich vor den Erwartungen dieser Familie schützen wollte. Richard von Arnsberg war ein mächtiger Mann, aber seine Liebe kam mit Bedingungen.« Clara sah Johann verwirrt an. »Und doch hat er nach mir gesucht. Er hat mir das hinterlassen.« Eduardo trat näher. Seine Augen waren sanft, aber intensiv. Vielleicht hat er erkannt, dass wahre Liebe keine Bedingungen stellt, sagte er mit spürbarer Emotion. Clara zögerte. »Und wenn es zu spät ist?« Eduardo sah ihr fest in die Augen. »Manchmal ist es nicht zu spät. Manchmal beginnt die wahre Geschichte erst jetzt.« Später an diesem Abend war Clara allein in einem kleinen Salon, als Johann mit einer Mappe hereinkam. »Es gibt noch etwas, das du wissen musst«, sagte er und legte die Mappe auf den Tisch. Clara runzelte die Stirn, als sie die Mappe mit zitternden Händen öffnete. Darin lag ein offizielles Dokument, das Testament ihres Großvaters. Die Worte waren klar und deutlich. »Ich vermache all meinen persönlichen Besitz meiner Enkelin Clara. Dieses Haus war immer für sie bestimmt.« Clara blickte fassungslos auf. »Diese Villa gehört mir?« Johann nickte sanft. »Sie war immer deine, Clara.« Eine Flut von Gefühlen überkam sie. Das Haus, das ihr anfangs so fremd erschienen war, war in Wirklichkeit ihr Zuhause. Plötzlich hörte sie eine Bewegung hinter sich. Eduardo stand in der Tür, seine Augen voller Emotionen. »Wirst du bleiben?« fragte er sanft. Clara war sprachlos. Sie trat ans Fenster. Draußen tanzten die Laternenlichter über die makellos gepflegten Gärten. Ich weiß nicht, was ich tun soll«, gestand sie ehrlich. Eduardo trat näher und seine Stimme war ruhig und sicher. »Dann frag dich selbst, was dich wirklich davon abhält zu bleiben.« Clara drehte sich zu ihm um und sah ihm in die Augen. »Ich habe Angst. Angst davor, mich mit einer Vergangenheit zu beschäftigen, die mich verletzen könnte. Angst, mich in einem Leben zu verlieren, das vielleicht nicht mein eigenes ist.« Eduardo schwieg einen Moment, bevor er sanft ihre Hand nahm. »Du hast alle Möglichkeiten, Clara, aber wenn du gehst, dann aus freiem Willen und nicht aus Angst.« Seine Finger waren warm und fest, und in diesem Augenblick spürte Clara, dass er nicht nur über die Villa sprach. »Und wenn ich bleibe?«, flüsterte sie. Ein sanftes Lächeln erschien auf Eduardos Lippen. »Dann werden wir gemeinsam herausfinden, was das bedeutet.« Clara saß auf den Steinstufen der großen Veranda und blickte in den sternenübersäten Nachthimmel. Eine warme Sommerbrise wehte sanft und brachte den Duft der Gartenblumen mit sich. Allmählich begann sie zu spüren, dass dieser Ort tatsächlich ihr Zuhause sein könnte. Eduardo tauchte an ihrer Seite auf und hielt 2 Weingläser in den Händen. Er reichte ihr eines davon mit einem spielerischen Lächeln. »Also, Fräulein von Arnsberg, was kommt jetzt?« neckte er sie mit ihrem neuen Nachnamen. Clara lachte leise und schüttelte den Kopf. »Ein neues Kapitel«, antwortete sie und blickte zu den Sternen hinauf. »Ein Kapitel, das ich für mich selbst schreibe.« Eduardo sah sie mit diesem tiefen Blick an, der immer ihre geheimsten Gedanken zu lesen schien. »Ich hoffe, Teil dieser Geschichte zu sein«, sagte er mit einem leichten, aber bedeutungsvollen Ton. Clara neigte den Kopf, als würde sie überlegen. »Vielleicht,
aber du wirst abwarten müssen, wie sich die Geschichte entfaltet. Eduardo lächelte und hob sein Glas zu einem stummen Toast. Dann werde ich wohl hierbleiben, um es herauszufinden. Sie stießen an und Clara fühlte eine innere Ruhe, die sie lange nicht mehr erlebt hatte. Zum ersten Mal seit langer Zeit lief sie nicht mehr davon. Sie baute etwas Neues auf, etwas, das nur ihr gehörte, etwas, das ihre wahre Essenz widerspiegelte. In den folgenden Tagen begann Clara, die alte Villa zu verwandeln. Sie beschloss, die Tore des Anwesens für die lokale Gemeinschaft zu öffnen und kulturelle Veranstaltungen, Kunstausstellungen und sogar kleine Konzerte in den Gärten zu veranstalten. Es war ihre Art, die Verbindung zwischen der Familie Arnsberg und der umliegenden Gemeinschaft wiederherzustellen. Eine Verbindung, die viele Jahre lang verloren gegangen war. Johann, der treue Butler, stand ihr bei jedem Schritt zur Seite. Er kannte alle Geheimnisse der Villa und hatte Geschichten zu jedem Winkel dieses Ortes zu erzählen. Clara begann seine ruhige Weisheit und seine unerschütterliche Loyalität zu schätzen. Doch nicht alles verlief reibungslos. Ihre Mutter, die sie gelegentlich besuchte, trug noch immer die Last der Vergangenheit mit sich. Während eines Gesprächs in der Bibliothek stellte Clara schließlich die Frage, die sie jahrelang beschäftigt hatte: Warum hast du mir nie von meinem Großvater erzählt, von diesem Haus? Ihre Mutter zögerte. Ihre Augen waren von Emotionen getrübt. Ich wollte dich beschützen, gestand sie mit zitternder Stimme. Dein Großvater war ein guter Mann, aber auch stolz. Als er deinen Vater nicht akzeptierte, dachte ich, es wäre das Beste zu gehen. Ich wollte, dass du frei von den Erwartungen und Fehlern dieser Familie aufwächst. Clara hielt die Hand ihrer Mutter und spürte die Schwere ihrer Worte. Ich verstehe es jetzt, sagte sie leise, aber ich bin nicht hier, um in der Vergangenheit zu leben. Ich bin hier, um das zu bewahren, was bleibt. Ihre Mutter lächelte mit Tränen in den Augen. Dann hast du mehr von ihm geerbt, als du denkst. Mit der Zeit erkannte Clara, dass die Villa nicht nur ein physischer Ort war. Sie symbolisierte die Versöhnung mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Familie und vor allem mit sich selbst. Eduardo stand ihr auf jedem Schritt dieser Reise zur Seite, unterstützte sie und half ihr, diese neue Zukunft zu gestalten. Eines Abends, während sie durch die mondbeschienenen Gärten spazierten, blieb Eduardo stehen und sah sie ernst an. »Du weißt, dass das erst der Anfang ist, oder?« sagte er. Clara spürte es und lächelte. »Ja, und ich bin bereit herauszufinden, was als nächstes kommt.« In diesem Moment, unter dem funkelnden Sternenhimmel, wurde Clara klar, dass ihre Geschichte gerade erst begonnen hatte. Und zum ersten Mal freute sie sich darauf, jedes Kapitel dieses neuen Lebens selbst zu schreiben. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein »Gefällt mir« und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.